Deutschsprachige Siedlungen in Südamerika. Viele verbinden sie mit Tradition, Landwirtschaft und einem einfachen Leben. Doch stimmt dieses Bild heute noch? Denn mitten in Brasilien gibt es einen Ort, der dieses Klischee komplett in Frage stellt. Hast du schon mal von Witmarsum gehört? Eine kleine Gemeinde, gegründet von deutschsprachigen Mennoniten und gleichzeitig überraschend modern und offen. Wir sind heute in der deutschsprachigen Mennonitengemeinde in Südbrasilien und ehrlich gesagt, ich war überrascht zu sehen, wie die Menschen hier leben. Hier in Witmarsum ist für mich einer der schönsten Plätze, wo man hier so wohnen kann. Weil hier in Witmarsum der Horizont sich wieder erweitert hat. Wir haben eine ganz eigenartige Kultur. Da bin ich gespannt. Also mache ich mich auf den Weg nach Witmarsum im brasilianischen Bundesstaat Paraná. Ein Ort irgendwo zwischen Tradition und Moderne. Nicht so konservativ wie manch andere Mennonitenkolonien in Südamerika, aber auch nicht ganz wie Deutschland. Ich möchte herausfinden, was denkt man hier über die konservativen Mennonitengemeinschaften? Die Männer tragen diese Trägerhosen, sie nennen die Schlauberze. Ja. Sie werden eben geschult, nicht mit Fremden zu sprechen. Ja. Ich war fremd. Ja. Und wie ist es für die Bewohner, wenn sie nach Deutschland gehen? Wie gesagt, hier ist die Umgangssprache nicht genau Deutsch. Das ist ein so portugiesiertes Deutsch. Wenn du in ein Land kommst, wo mit einmal die Sprache ist, die du gelernt hast, dann musst du dich erstmal akklimatisieren. Alles, was du siehst, eine Colaflasche, dieses und jenes, steht alles auf Deutsch. Dann klickt's in meinem Kopf. Hey, jetzt gilt das. Ich habe mein ganzes Leben mich vorbereitet und jetzt, now it's on. Jetzt auf Deutsch. Viele Bewohner sind offen für die moderne Welt. Lange Zeit haben junge Menschen deshalb Witmarsum verlassen. Doch heute kehren sie aus gutem Grund zurück. Warum? Witmarsum ist gerade im Umwandel. Und das zieht manche Leute zurück. Ja, welcher Wandel passiert hier gerade? Ich freue mich so, dir das heute zu zeigen. Wir haben jetzt schon einige Mennonitengemeinschaften besucht, in Paraguay wie auch in Brasilien. Doch diese lässt sich nicht so genau einordnen. Also lass uns heute herausfinden. Witmarsum, eine religiöse Gemeinde oder eine moderne Siedlung? Wir beginnen mit Urgestein Hans Ulrich. Wissen Touristen eigentlich, wobei es sich bei Mennoniten handelt? Oder glauben die einfach nur, das sind Deutsche? Also Mennoniten, dann müssten sie schon ein bisschen auf dieser Ebene was gelesen haben, weil sie verstehen eigentlich mehr Mennoniten die traditionellen und nicht so wie wir sind. Ja? Also Amish, ja, immer wieder hört man das Wort Amish. Ansonsten eben, dass wir deutschstämmig sind. Ja. Seid ihr dann hier auch eher moderne Mennoniten? Sicher, wir sind nicht so wie die Traditionellen, das ist ganz klar. Aber die modernen Mennoniten in Deutschland, die würden sagen, naja, bei euch fehlt noch einiges. Okay. Ja, viele Gemeinschaften stehen vor einem Dilemma. Wer sich abschottet, verliert oft die junge Generation. Wer sich öffnet, riskiert Veränderung, aber gewinnt Zukunft. In Witmarsum versucht man genau diesen Balanceakt. Fragen wir mal nach, wie die junge Generation ihre Zukunft in Witmarsum sieht. Super. Marc-Olaf, du bist junger Bewohner der Kolonie Witmarsum. Stimmt. Ja. Was gibt es hier für junge Leute zu tun? Ja, also für Jugendliche gab es zu meiner Zeit nicht so viel zu tun oder selbst, die Optionen waren beschränkt. Ne? Und ich wollte Musik studieren. Hier hatten wir immer eine starke musikalische Basis, sehr viele Klavierspielerinnen. In der Kirche wurde auch immer sehr musiziert. Also es fehlte nicht an Musik, aber eine Ausbildung ist schon ein anderes Niveau. Ne? Und deswegen bin ich nach Curitiba gezogen. Und Curitiba ist hier sehr in der Nähe, ne? Wenn man denkt. Ja. Die Hauptstadt dieses Bundesland Paraná. Ne? Und es ist hier 60, 70 Kilometer weit ab. Ja, ich bin weggegangen, weil für mich hier der Horizont. Der Horizont. Also für mich war hier der Horizont zu klein.
Ich wollte mehr Musik machen und ich wollte mehr Musiker kennenlernen. Und als ich 24 Jahre alt war, habe ich also meine erste große Reise als Musiker gemacht. Bin ich nach Australien gereist mit einer Klezmer-Band. Und in Australien kannte ich dann eine andere Band, amerikanische Band, die hieß The Underscore Orchestra. Und von denen wurde ich dann eingeladen und dann bin ich zweimal in Europa mit denen monatelang gereist und gespielt, über hunderte Konzerte. Diese Möglichkeit hätte ich hier nicht gehabt. Die Welt ist hier halt kleiner. Dann bin ich zurückgekommen und ziemlich schnell habe ich bemerkt, am Land zu leben ist viel besser. War das nur eine persönliche Entscheidung oder was sind die Gründe, warum junge Menschen zurückkommen? Im Museum erfahren wir mehr. Es gibt eigentlich viele Gründe. Wenn man so denkt, so als ich 18 war, konnte man entweder hier bleiben und melken, Landwirtschaft machen, oder man musste sich was anderes suchen. Und deshalb sind dann sehr viele zur Großstadt, Curitiba, São Paulo gezogen. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Man kann mit Internet, man kann eigentlich mit irgendwas arbeiten. Auch von Witmersum. Ne? Und zur selben Zeit mit Tourismus, man hat hier viel mehr Möglichkeiten und das zieht manche Leute zurück. Bist du die Ausnahme oder kommen andere junge Leute auch zurück? Sehr gute Frage. Also, als ich so 18 war und zur Ausbildung ging, war das der normale Weg. Ne? Man hat die Schule fertig, man sucht eine Ausbildung. Ich glaube, es gibt verschiedene Geschichten, aber es gibt schon mehrere so junge Leute wie ich, die jetzt hier leben. Ne? Mit Tourismus ist es sehr stark. Ne? Und ja, es gibt schon Leute, die, okay, ich werde jetzt Bier produzieren oder eine Schokoladenfabrik aufmachen oder Räucherwurst, was auch immer. Hier kennt sich jeder und das wurde zu einem Vorteil in meinem Beruf. Also vorher arbeitete ich mehr als Musiker, aber auch immer als Lehrer gearbeitet. Und weil ich eine gute Ausbildung habe und auch immer spiele hier in Witmersum, wie gesagt, jeder kennt sich, hatte ich in kurzer Zeit genügend Schüler, um so beruflich selbstständig zu werden als Lehrer. Und plötzlich merkte ich, das macht mehr Spaß, als mitten in der Nacht für besoffene Leute zu spielen. Nicht, dass ich nur das gemacht habe vorher, aber also dieser Kontakt mit Musikunterricht macht sehr Spaß. Also es ist sehr, ich bin damit zufrieden, das meine ich. Okay. Ja, mein Fall war so, ich war in Curitiba und irgendwann war mir das Stress über. Also ich sage immer, okay, das Bankkonto war vielleicht besser dort, aber wenn man so die Rechnung wirklich macht, ist das Leben hier viel, viel wertvoller. Das Leben ist wertvoller, ich finde das so schön gesagt. Sehen wir das in Europa auch so? Übrigens, wie gefällt es den Mennoniten eigentlich bei uns? Und wie werden sie von den Deutschen gesehen? Wer nicht wusste, dass ich aus Brasilien kam, der meinte vielleicht, dass ich aus Hannover oder sonst wo komme. Okay. Ja, aus der Gegend. Ne? Ich hab dann einmal die Gelegenheit gehabt mit jemand, der sagte, der aus Bayern, sagte, du sprichst jetzt mit der Person nur Plattdeutsch. Und die sprach nur Bayerisch. Und die hat nur gesagt, ein Preis hier bei uns. Ja, Okay. also dann wusste ich, ja, nachher habe ich mich dann identifiziert. Ja. Okay. Und haben die das dann verstanden, dass du eigentlich aus Brasilien kamst? Oder war das für die eine Überraschung? Oder? Ja, also wollen sagen, wenn niemand eine Beziehung zu Brasilien hat, ja, man konnte auch immer wieder hören, was, so viel Deutschstämmige in Brasilien. Ja, ja, ich sage, Südamerika ist vollgestopft davon. Ja. Möchtest du was über deine Zeit in Deutschland sagen? Aha, das ist eine gute Frage. Ja, also ich war schon 4-mal in Deutschland. Also für mich war es ein sehr
sogar rührendes Erlebnis, so, also, dass ich mich endlich total auf Deutsch kommunizieren kann. Ich habe eine gute Beziehung zu Deutschland. Ich mag das. Es gefällt mir, dort zu sein. Gutes Bier, billig. Und naja, wie gesagt, hier ist die Umgangssprache nicht genau Deutsch. Das ist ein so portugiesiertes Deutsch. Und dort merke ich in wenigen Tagen, mein Deutsch wird verbessert, weil ich echtes Deutsch reden muss. Ne? Ich bin da und so weiter. Haben vorigen Jahr zum ersten Mal im Leben Schnee erlebt. Das war auch in Deutschland. Und für mich, ich sehe mich noch immer. Ich kam vom Flughafen zum Haus meiner Schwester, da lag viel Schnee. Ich habe die erst gar nicht begrüßt. Ich bin erst mal im Schnee eingetaucht, ja, weil das war ein Erlebnis. Ja. Ja. Ja, das kühle Wetter und auch Mentalität, oder nicht? Deshalb finde ich es so unglaublich interessant herauszufinden, welche Unterschiede es gibt zwischen den warmherzigen Südamerikanern und den kaltblütigen Deutschländern. Und wen könnte man dazu besser fragen als jemand Deutschstämmigen, der in Brasilien aufgewachsen ist? Also, was halten Sie eigentlich von den Deutschen? Klar, Deutsche sind anders als Brasilianer. Vielleicht sind die irgendwie direkter. Das wird ein Brasilianer schon als kalt und, wie sagt man, grosso, also grob und unsympathisch vielleicht. Ich sehe das nicht so an, nicht so direkt, weil ich verstehe, wie die rationell und objektiv denken und ich identifiziere mich damit. Ich denke, okay, cool. Aber man merkt das schon. Das erste Mal, wo ich einen Zug nehmen sollte, ich wusste nicht genau, welches die Gleis ist, frage ich diese Dame, hey, könnten Sie mir helfen? Fährt dieser Zug bis Köln? Das können Sie dort lesen. Okay, check. Ja, tatsächlich, das kann ich dort lesen. Also, als Brasilianer findet man das ein bisschen zu krass, aber die Richtung verstehe ich, alles klar, ich habe das verstanden. Habe es auch überlebt, kein Problem. Ja, eine so sympathische Mischung aus Deutsch und Brasilianisch. Wenn du auch findest, dass mehr Menschen von diesen deutschstämmigen Gemeinschaften in Südamerika erfahren sollen, gib diesem Video jetzt einen Daumen nach oben, damit YouTube es mehr Menschen vorschlägt. Ja, in Südamerika sind in verschiedenen Ländern ganz eigene deutsche Gemeinschaften entstanden. Hans Ulrich hat sogar eine konservative Siedlung in Bolivien besucht. Und war das eigentlich einfach, als Außenstehender da reinzukommen? Es ist nicht ganz so einfach, weil einmal musst du Plattdeutsch können. Du musst den Sprach von diesem Lied kennen. Musst du. Ja, weil sie einmal kein Hochdeutsch sprechen allgemein. Es sind hin und wieder sind dann einige, die dich vielleicht verstehen könnten. Ne? Mit Spanisch ist es auch so, ja, einigermaßen. Aha. Aber ihre Hauptsprache, das ist Plattdeutsch. Es ist ein bisschen schwierig, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie sind im Prinzip gastfreundlich. Ja? Du kannst einmal zu ihnen kommen. Das zweite Mal bist du dann schon so ein bisschen verdächtig. Ja? Okay. Ja? Weil dann könnte wahrscheinlich der Gastgeber irgendwie Schwierigkeiten bekommen, wenn zu oft dieselben Leute dann immer zu derselben Person kommen. Von auswärts? Ja? Von auswärts, ja. Verstehe. Ja? Und jetzt so äußerlich, erkennt man den Unterschied zwischen den Mennoniten in Bolivien und den Mennoniten hier? Also, das ist klar zu erkennen, ja. Also an der Kleidung. Die Männer tragen diese Trägerhosen, sie nennen die Schlaurbätze. Ja? Und gewöhnlich ein dunkleres Hemd, oft auch langärmlich. Ja? Mütze, auch dunkel. Die Frauen natürlich lange Kleider, Kopftuch oder dann für die Sonne dann auch ihre Hüte. Ja. Die Kinder dann auf der Straße ist, also man denkt, man sieht einen Trachtenverein. Ja. So sieht's aus. Also es sieht wirklich sehr nett aus, von außen. Ja. Ja. Und die sind auch sehr religiös da, oder? Sie zählen sich zu Mennoniten, lesen wenig die Bibel, haben wenig Informationen. Sie haben so gewisse Bräuche. Man merkt aber, alles dient zum Zweck
dass diese ganze Gemeinschaft erhalten bleibt. Ja? So kurz erwähnt gerade, also die Kinder kommen in die Schule, Kinder haben sie sehr viele, ja? Man spricht von Durchschnitt 10 bis 12 Kinder pro Familie, von derselben Frau, bitte. Ja? Ja. Und ja, noch immer. Ja. Sie brauchen es ja für die Landwirtschaft, wenn kein Strom und so weiter da ist. Dann, die Kinder kommen in die Schule. Die Schule ist ja so eben das Lesen und Schreiben und so weiter, das ist drin. Sie lernen einen Katechismus, der noch aus Westpreußen ist, der wird auswendig gelernt. Ja? Wenn du den kannst, dann bist du eigentlich entlassen. Aber das Schulsystem geht eigentlich bis so 12, 13 Jahre. Ja? Für die Mädchen ist es, gibt es einen Punkt, wenn sie ihre erste Menstruation bekommen, dann müssen sie nach Hause. Ja? Dann werden sie vorbereitet als Hausfrau. Ja? Wow. Ja? Dann Richtung 18 Jahre ist Tauffest, Pfingsten. Und zum Tauffest müssen sie wieder Fragen von diesem Katechismus wissen. Ja? Aha. Ja? Und wenn sie getauft sind, dann dürfen sie heiraten. Ja, also man hat so einen leichten Eindruck, die Taufe ist Zweck, damit man zur Heirat kommt. Ja. Interessant, ne? Sagst du. Wie siehst du es aus deiner Sicht? System. Ja? Für mich ist das alles nur System. Die konservativen Gemeinschaften in Bolivien zeigen ein Extrem. Witmersum scheint am anderen Ende zu stehen. Beide sind christliche Gemeinschaften, doch in Witmersum öffnet man sich bewusst nach außen. Doch wer entscheidet, wann es zu viel wird? Wir sind eine Gesellschaft, die offen ist. Ja, wir sind gemischt. Wir haben sehr viele Ehen, die mit Deutschstämmigen und mit reinen Luso-Brasilianer sind. Und dadurch hat sich dann auch das Bild geändert in den Kirchen. Wir waren vor einigen Jahren rein deutschsprachige Gottesdienste hatten wir und das ist heute nicht mehr so. Ja? Also es ist schwierig, einen deutschsprachigen Gottesdienst hier zu finden. Ja? Und wie läuft der Gottesdienst bei den Konservativen ab? Für mich ist das alles nur System. Ja? Also das ist kein freies Bekenntnis, dass du, weil dann in dem Moment, wo du dann heiratest, ja, sie heiraten in Schwarz und in der Kirche ist nicht viel los, dann liest ihnen der Prediger dann nur alles vor, dass sie jetzt Glied dieser Gemeinschaft sind und welche Verantwortung sie dann haben, ja, dass jetzt mitgemacht werden muss. Ja. Und dann die große Feier ist dann zu Hause. Also man ist immer Teil des Systems dann, ja? Man ist Teil des Systems. Ja. Wenn ich kurz zum Gottesdienst, gerade wir haben mitgemacht im Gottesdienst, ja, also das sind dann ja, die kommen rein in die Kirche, Männer, Frauen getrennt. Dann fängt der Gottesdienst an, der Prediger, der kommt mit Stiefel rein. Ja, das steht so ja in der Bibel, ihr sollt gestiefelt sein. Da ist irgend so im Neuen Testament, wie man sich so kleidet. Und er kommt dann rein, grüßt die Versammlung. Sie haben alle Gesangbücher in Gotisch, ohne Noten, ohne was. Und er sagt das Lied an und fängt an zu singen. Ja? Dann stimmen die Männer ein und man merkt dann gibt es mit einmal so einen Schwung und dann sind alle drin in diesem Lied. Ja? Die Frauen auch? Frauen auch, ja, ja. Sie haben dann die lange Wies and the korte Wies, also die lange Weise und die kurze Weise. Die kurze Weise sind 5, 6 Strophen, die lange Weise, die geht über 20. Ja? Dann hast du, je nachdem, was gesungen wird, hast du Glück. Ja? Weil der Gesang, der ganze Gottesdienst war für uns ein bisschen unverständlich. So, jetzt wird auf Deutsch gepredigt, was ja nicht ihre Muttersprache ist. Ja? Deutsch, nicht Plattdeutsch? Nicht Plattdeutsch. Ja? Es ist auf Hochdeutsch. Ich verstand diese deutsche Sprache nicht mehr. Ja? Ich hatte Schwierigkeiten zu folgen.
inzwischen kommt dann so ein Moment, wo dann zum Gebet aufgefordert wird und dann drehen sich alle um auf Knien mit dem Gesicht zu deinem Sitzplatz und dann ist es totenstill. Ja? Still ist es sowieso die ganze Zeit, ja? Aber dann noch stiller und durch irgendein Zeichen drehen sich wieder alle um. Ja? Dann geht die Predigt wieder weiter und wenn dann es nahe die 2. Stunde ist, dann wird noch mal ein Lied gesungen und der Prediger irgendwie mit einmal stehen sie auf und gehen. Die wissen, wann es vorbei ist. Die wissen, ja. Und dann ist in 10 Minuten, die sind ja alle mit Pferdewagen gekommen, ja. In 10 Minuten ist der Hof leer. Also unglaublich, ja, also ist keine Gemeinschaft nachher irgendwie noch mal zum Erzählen oder sonst irgendwas. Ja. Okay. Die sind alle weg. Gut. Ja, was für ein Erlebnis, oder? In Wittmersum sieht man die Kirche eher so. Die Kirchengemeinschaft ist eigentlich da, um den Einzelnen zu helfen und auffordern zur Mitarbeit, sei es sozial oder im Kirchlichen auch. Ne? Also viel offener eigentlich. Offener, ne? ja. Was praktisch ist. Man ist hier bedacht, dass das Wort Gottes eben ganz praktisch an den Mann kommt oder an die Frau. Weil wir sind eine offene Siedlung, wir sind nicht so geschlossen wie in Paraguay. Interessant, dass er Paraguay erwähnt, oder? Ich habe es nämlich herausgefunden, dass manche Bewohner in Paraguay und dann auch hier gewohnt haben. Doch wie kam es eigentlich dazu? Ja, wenn du meine Mennonitenreihe aus Paraguay noch nicht kennst, da findest du heraus, woher die Mennoniten ursprünglich kamen. Ricardo fasst es noch mal kurz für uns zusammen. Ja, also die ersten 400 Jahre ist eigentlich dieselbe Geschichte von den Mennoniten in Paraguay. Ne? Wir stammen da aus Friesland, aus dieser Gegend, kamen dann auch mit denen nach Polen, Preußen und von da nach Russland. Also in Russland sind wir eigentlich zusammen gewesen. Ne? Und wir sind dann 1930 aus Russland rausgezogen, zur selben Zeit eigentlich als viele Leute, die nachher nach Paraguay gezogen sind. Etliche Familien sind nach Paraguay gezogen, etliche sind nach Brasilien, anderen auch nach Uruguay oder so. Es waren schon Mennoniten, die nach Kanada gezogen sind, ausgewandert sind, andere nach Staaten und wir sind eine kleine Gruppe dann hier nach Brasilien. Wenn man jetzt Wittmersum auf der Karte sucht, kommt man nicht unbedingt gleich hierher, sondern nach Santa Catarina, südlicher. Kannst du mir erklären, warum? Ja, die erste Siedlung in Brasilien, also als wir herkamen, nach Santa Catarina. Deshalb gibt es Wittmersum da. Aber das war eine sehr schwere Zeit, die ersten Jahre da. Das ist eine Stelle, die für Landwirtschaft nicht sehr geeignet ist. Das war eine sehr schwere Zeit für unsere Großeltern. Und irgendwann war das dann so, die haben sich besprochen, dass das ging überhaupt nicht in Santa Catarina. War sehr hügelig? Ja. All das, was sie von vorher kannten, also mit Landwirtschaft, mit Lebensstil, mit alles, das hat hier nicht funktioniert. Und haben dann Wittmersum hier gegründet. Also der Name Wittmersum, das ist ja unser Name, der kommt mit uns mit. Ja? Also es gibt noch ein Wittmersum in Santa Catarina. Von unseren Leuten sind keine da. Okay. Und es gab dann auch eine andere Gruppe, die aus Paraguay kam? 20 Familien ungefähr, die sind dann umgesiedelt von Paraguay hier nach Wittmersum. Also nicht nach Santa Catarina, die sind direkt hierher gekommen. Als es die Kolonie hier schon gab? Ja. Ja, in diesem Buch hat die ehemalige Bewohnerin Melita Cleaver ihre Erinnerungen niedergeschrieben. Und hierin habe ich erfahren, wie sie und ihre Familie die Flucht aus Russland, dann die Zeit in Paraguay und schlussendlich in Brasilien erlebt haben. Zum Beispiel erinnert sie sich, wie es ihnen als deutschstämmigen Menschen am Ende des Zweiten Weltkriegs in Paraguay erging. Hör mal rein. Am nächsten Tag kamen wir in Begleitung eines Soldaten, bewaffnet mit einem Karabiner, in Asunción an. Bei der Polizeistation stellten wir uns dem wachhabenden Offizier. Er wusste zunächst nichts mit uns anzufangen, bis es klickte. Ach, sie sind Reichsdeutsche. Die kommen jetzt alle dran. Ja, eine ganz seltene Gelegenheit, die Sicht von einer ganz normalen Frau von damals zu sehen, frei von Bewertung und nachträglichen Filtern. Unmögliches Belastungsmaterial lag vor, ohne die Namen der Kläger zu nennen.
Vor allen Dingen sollte der Beweis erbracht werden, dass Fritz Mitglied der NSDAP gewesen sei. Und eine Frau, die sogar in solch prekären Situationen ihren Humor behalten hat. Verlangte von mir, dass ich ihm nationalsozialistische Literatur herausgebe. Da packte mich Gelassenheit und Übermut zugleich. Ich brachte ihm Grimms Märchen, worauf er wütend schnaubte. Ja, wenn du mehr über diese Frau und die Geschichte von Widmersum erfahren willst, kannst du auf Besuch in die Konditorei Kliever kommen. Dort treffen wir nämlich ihren Sohn Hans Ulrich. Wofür ist Widmersum eigentlich bekannt? Also in erster Linie, wir sind ja ein Agrarland, ja? Also für die Milchwirtschaft, für die Pflanzung und bei der Milchwirtschaft natürlich erstklassige Käsesorten, die wir haben. Ja? Der Bedarf ist größer als die Fabrikation. Ja, super. Ist Widmersum wirtschaftlich dann sehr erfolgreich? Doch, kann man sagen, ja. Was macht man hier neben Landwirtschaft? Vielleicht eine deutsche Backstube? Und kommt das bei Brasilianern auch gut an? Also bei Nicht-Deutschsprechenden? Ja, eigentlich ja. Bei gewissen Produkten mussten sie sich dran gewöhnen, wie Vollkornbrot und Knäckebrot und so weiter. Aber sonst die anderen Produkte haben sie schon gerne akzeptiert. Aber ich habe gesehen, du musizierst hier auch noch. Gelegentlich, ja. Bei gewissen Feierlichkeiten dann wird schon Musik gemacht. Woher kommen die ganzen Leute? Ja, man muss sich überlegen, Widmersum ist knappe 60 Kilometer von Curitiba entfernt. Und Curitiba muss 2,5 bis 3 Millionen Leute haben. Also da sind genügend, die ins Grüne wollen. Ja, das ist unser Backstoof hier. Und wir laden alle an, die Hunger haben und sich hier was Schönes eten. Wir haben auch Vollkornbrot mit Wurst. Und da gibt es auch noch sehr schöne Kochen und einen sehr wunderbaren Cheesecake. Wer den hat, der kommt immer weiter her. Danke. Also mit Landwirtschaft und Tourismus ist die Kolonie erfolgreich. Und da viele junge Menschen zurückkommen, machen die sich jetzt über die Zukunft der Kolonie folgende Gedanken. Okay, meine Kinder, wo will ich Kinder erziehen? Und das Leben ist hier eigentlich, ich würde sagen, viel besser. Wie siehst du die Entwicklung der Kolonie? Wie siehst du die Zukunft? Was wir jetzt versuchen, ist, dass wir die Kultur, das, was wir sind, das versuchen wir zu erhalten, dass das sich nicht verliert. Und das wird jetzt ganz gezielt, ganz stark gemacht von der Siedlung aus. Und ich glaube, das bringt sehr gute Früchte. Interessant ist, dass unser Munizip Palmera Plattdeutsch als zweite Sprache anerkannt hat. Aha. Also das heißt, Plattdeutsch ist zurzeit eine offizielle Sprache in unserem Munizip. Also ich hier herkomme, wenn dort hier der beste steht, ist Otechan. Eine Siedlung, wird ganz onze ist. Wenn ich mal Glepsei wähle, Rollkucke mit Rebuse, Schichtenplatz, ein Riebelplatz, ein Vrenatje, dann sind ich hier, wie der Rechte steht. Kannst du einschätzen, wie es hier um die deutsche Sprache bestellt ist? Es ist, wie gesagt, eine Minderheit und Deutsch ist schwer. Ja. Als ich Kind war, klar, mit meinen Eltern redete ich Deutsch, meine Kollegen, meine besten Freunde auch. Zu Hause lief es auf Deutsch. Wir unter uns haben immer Portugiesisch geredet. Und ich merke, diese Generation, wenn die jetzt Kinder haben, viele davon reden nur Deutsch mit den Kindern und die Kinder reden nur Deutsch. Zu meiner Zeit redeten wir deutsche, mennonitische Kinder Portugiesisch und jetzt reden diese Kinder unter sich Deutsch. Also sind so Wellen, ne? Ah, interessant, ja. Ja, finde ich auch hochinteressant. Also es wird nicht unbedingt weniger. Das kann ich nicht behaupten. Also auf jeden Fall nicht schwächer. Es gibt auch deutsche Eltern hier, das muss man sagen. Das macht schon einen Unterschied, wenn die Eltern echt Deutsch reden. Die Mennoniten, wir reden Deutsch, aber die Umgangssprache ist Deutsch mit ein bisschen Portugiesisch, so aportugiesiert. Das geschieht sehr viel.
Also wenn echte Deutsche hier sind, und das sind einige, das macht schon was aus. Ne? Also Hans, wenn ich jetzt hier als Ausländer wohnen wollte, könnte ich hier einfach herkommen? Wie würde es mir dabei gehen? Ich würde sagen, herzlich willkommen, so wie ich dir im WhatsApp schon geschrieben habe. Ja. Doch, wem es hier gut geht, zu essen, zu trinken haben wir, wer dann noch hier arbeiten will, gerne. Ja? Gibt es eine Nachricht von dir auf Plattdeutsch für Leute, die Witmersum kennenlernen wollen? Schöne Lied, was ich Ihnen sagen will. Hier in Witmersum ist für mich einer der schönsten Plätze, wo man hier so wohnen kann. Wir können hier gut eten, gut trinken. Und wer dann noch schaffen will, gut arbeiten, der hat hier auch noch seine Städte. Und ich hoffe, wer herkommt, dass es uns alle gut geht. Danke dir. Ja, mit der jungen sowie jung gebliebenen Generation schafft Witmersum dieses Gleichgewicht zwischen Erhalt der Kultur und Offenheit. Danke, liebe Bewohner, für eure Einladung und eure Gastfreundschaft. Kommt doch auch mal in dieser Kolonie vorbei. Und übrigens, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren für mehr spannende Themen aus Südamerika. Übrigens, alle ungeschnittenen Interviews mit meinen Gesprächspartnern gibt's in den Mitgliedervideos. Ich freue mich aufs nächste Mal. Jetzt kriegst du.